Amen. Amen. In our last class, In meiner letzten Unterrichtsstunde we were looking at the connection between COVID-19 and the Spanish flu. haben wir uns die Verbindung zwischen Covid-19 und der spanischen Grippe angeschaut. That's the Spanish flu of 1918. Und die spanische Grippe war im Jahr 1918. And we saw that there was a connection between the two. Und wir haben gesehen, dass es da eine Verbindung zwischen den beiden gab. We didn't base that connection on a time span or time setting. Wir haben diese Verbindung nicht auf Grundlage von einer Zeitspanne oder Zeitsetzung gemacht. There's no connection between the months, between the month of March, the month of November. None of that was done. Es gibt auch keine Verbindung zwischen den Monaten, also März oder November. Nichts davon wurde gemacht. Rather, what we did was take the pandemic of 1918 and connected it with our pandemic. Sondern was wir gemacht haben, ist, dass wir die Pandemie von 1918 mit der Pandemie von heute miteinander verknüpft haben. But we went one step further. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. There have been other outbreaks in recent history. Also es gab noch andere Dinge in der jüngeren Vergangenheit. We've got some on the board there. Also einige hier sind auf der Tafel aufgeschrieben, einige Epidemien. It's SARS, Ebola, HIV. SARS, Ebola, HIV. And it's not to say that they weren't subjects of Bible prophecy, but the movements never addressed them in that fashion. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie kein Teil der biblischen Prophetie sind, sondern die Bewegung hat sie einfach nicht in derselben Art und Weise, wie wir es heute tun, besprochen. But we did make a connection between this pandemic Aber wir machen eine Verknüpfung zu dieser Pandemie. it seemed too coincidental to just have arisen at this time and for us not to notice things. Es scheint mehr wie nur der Zufall zu sein, dass so etwas in genau unserer heutigen Zeit aufkommt. And what was the major connection between the two that we established? Und was war denn jetzt hier der Hauptpunkt, warum wir die beiden miteinander verbinden können? Anyone? Kann das jemand sagen? König des Südens. So we saw that there's a relationship between two powers Wir haben gesehen, dass es eine Beziehung zwischen zwei Mächten gab, that we've symbolized by the king of the north and the king of the south. die zwischen dem König des Südens und König des Nordens auftreten. So in 1918, Im Jahr 1918 it's the First World War. haben wir den Ersten Weltkrieg 2019, it's the Third World War. und im Jahr 2019 haben wir den Dritten Weltkrieg. And the event that was identified in 1918 Und das Ereignis, das im Jahr 1918 identifiziert wurde, was a peace treaty war ein Friedensvertrag between, we'll say Germany, there were more nations than Germany, und wir sagen jetzt Deutschland, aber es gab mehrere Nationen wie nur Deutschland and Russia. und Russland. And the peace treaty was agreed upon in the country of Belarus. Und dieser Friedensvertrag wurde in Weißrussland ausgehandelt And it was in a town called Brest, Litovsk. und es war in der Stadt Brest, Litovsk. It was the first significant peace treaty that was ever filmed.
Und das war der ersten wichtigen Friedensverhandlungen, die mit der Kamera aufgenommen worden sind. And so we come to 2019, Wenn wir jetzt ins Jahr 2019 gehen and what we commonly refer to Raphia und was wir normalerweise auf Raphia beziehen, would be this prophetic fulfillment of this peace treaty. wäre nun diese prophetische Erfüllung von diesem Friedensvertrag. Raphia is not the only way, and perhaps not even the best way, to symbolize the events of 2019. Und Raphia wäre oder ist jetzt vielleicht nicht der einzige oder auch nicht der beste Weg, alle Ereignisse von 2019 zu symbolisieren. But it's a battle that we're familiar with, Es ist jedoch eine Schlacht, mit der wir vertraut sind. and it does identify, we'll call it the winner and the loser of that interaction, that engagement. Und diese Schlacht zeigt uns auch auf, wer der Gewinner und der Verlierer von den vorangehenden Kämpfen ist. So when we looked at 1918, Als wir uns 2019 angesehen haben, we saw there was a relationship between the treaty and the virus. haben wir gesehen, dass es eine Beziehung zwischen dem Friedensvertrag und 2019 oder Oh, sorry, 1918? 1918. Als wir uns 1918 angeschaut haben, da haben wir gesehen, dass es eine Verbindung zwischen dem Friedensvertrag und dem Virus gab. You have the treaty, Du hast den Friedensvertrag, and it's followed by they call it Spanish flu, but it's a virus. der einem Virus oder die spanische Grippe, dem ein Virus, eine spanische Grippe folgt. And we see the same relationship in 2019. Und die gleichen Umstände sehen wir im Jahr 2019. We see this interaction between the King of the North and the King of the South, followed by this virus. Wir sehen, wie der Virus den Interaktionen von dem König des Nordens und König des Südens folgt. We then looked at this in a bit more detail, Dann haben wir uns das alles noch etwas genauer oder im Detail angeschaut. and we saw that we had the First World War equal to the Third World War, Und wir haben gesehen, dass der Erste Weltkrieg dem Dritten Weltkrieg gleichsteht. and so we could describe the war that we're seeing between the King of the North and the King of the South being typified by the First World War. Und somit können wir sehen, dass der Dritte Weltkrieg durch den Ersten, wie er beschrieben wird, durch den Ersten Weltkrieg typifiziert ist. And in order to do that, we introduced a person, Lenin. Und um das zu tun, haben wir uns eine Person angeschaut, nämlich Lenin. And we described the history there Und die Geschichte haben wir beschrieben as a war between Germany and Russia. haben wir als einen Krieg zwischen Russland und Deutschland beschrieben. So can someone describe what the perspective that we gave? Kann jemand die Perspektive beschreiben, die wir uns angesehen haben? Who wants to have a go? Wer möchte sich versuchen? Brother Jim? Well, Germany and Russia became involved in World War I, and it was Tsarist Russia that declared war on Germany. Also es war Deutschland und Russland befanden sich im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, und Russland hat Deutschland den Krieg erklärt. Germany had Lenin in their pocket, Und Deutschland hatte Lenin in seiner Tasche, and in seiner Hosentasche. they put him on a train Und sie haben ihn in einen Zug gesetzt to Russia, und nach Russland gefahren. and they didn't have to give him any instructions on what to do. They knew what he was going to do. Und sie mussten ihm nicht viele Instruktionen oder Anweisungen geben, weil sie genau wussten, was er zu tun hatte.
oder was er tun würde. And he arrived in Russia Dann kam er in Russland an and began to put forces together to overthrow the establishment. und dann fing er an, Kräfte zu bündeln, um das Establishment oder die Oberklasse zu stürzen. And it all went in the way Germany had wanted it to go. Und das ist alles, und dann ist das eingetroffen, was Deutschland wollte, das geschieht. So as Bolshevik Russia gained power, they opted out. They wanted a treaty to get out of the World War I. Und das bolschewistische Russland wollte nun einen Frieden, um aus dem Ersten Weltkrieg austreten zu können. I don't know, that's about, I might have some of those facts a little bit twisted, but something went around about those lines. Also so ungefähr sollte es doch gewesen sein. Do you want to add anything, Sister Suellen? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Do you agree with all of that? Yes. Also I agree. ich stimme mit allem überein. Sister Catherine? I agree. Yep. Good. So just want to add a little bit of detail. Ich möchte noch ein paar Details hinzufügen. Now Lenin himself isn't actually a prisoner in Germany. He is or he is not? He's not. Also Lenin ist eigentlich kein Gefangener in Deutschland. He has left Russia Er hat Russland verlassen and he's currently residing in Switzerland. und er hat sich für eine gewisse Zeit in der Schweiz niedergelassen. February 1917. Und zwar, das war im Februar 1917. Now, Lenin himself is not particularly happy with Germany. Lenin selbst kann sich nicht unbedingt mit Deutschland anfreunden. Why is he not happy with Germany? Warum kann er das nicht? Warum ist er nicht mit Deutschland zufrieden? They want to fight against his beloved country. Sorry? They want to fight against his beloved country. Also weil sie gegen sein Heimatland kämpfen will? Good. So it's the Social Democratic Party in Germany, and he's not happy with them because they're making war against actually a previous agreement that Germany and Russia had made. So he's angry with the government of Germany. Also Lenin ist erzürnt über die deutsche Regierung, It's the Social Democratic Party und zwar ist die SPD. that he's upset with, Mit ihnen hat er ein Problem, and they're supporting the German war effort, weil sie die deutschen Kriegsbemühungen unterstützen. which is against that party's manifesto. Weil das steht nämlich gegen das Manifesto dieser Partei. So you can get the name, the Social Democratic Party. It's a socialist party. Und deswegen die Partei heißt ja Sozialdemokratische Partei. He has some affiliation with them, Er stimmt in einigen Sachen mit ihnen überein. and the manifesto says that they're anti-war, but they're actually supporting Germany. Und in ihrem Manifesto heißt es, dass sie gegen den Krieg sind, aber sie unterstützen die Kriegsbemühungen. So he's not happy with the way things are going in Germany. Und somit ist er nicht glücklich mit all den Dingen, die vor sich gehen, die in Deutschland vor sich gehen. So in 1917, the revolution breaks out in St. Petersburg. Und 1917 bricht die Revolution sich Bahn in St. Petersburg. And he begins to want to go back. Und jetzt möchte er wieder zurück nach Russland. So he plans to go back to Russia to help.
Und er plant jetzt, nach Russland zurückzukehren, um dort auszuhelfen. but he can't get into Russia. Aber er kommt dort nicht hin, er kommt dort nicht rein. So he has a plan, Und somit hat er einen Plan. and his plan is to go to Russia via Germany. Und somit ist sein Plan, dass er nach Russland kommt, und zwar über den Weg über Deutschland. And as we've taught in the past, Und wie wir in der Vergangenheit schon gelehrt haben, the German government recognizes that these dissidents would cause problems for the Russian government, the Tsarist government, Dissident. enemies of the state, enemies Ah, of the okay. Russian state. Und die deutsche Regierung hatte schon bemerkt, dass diese Rebellen oder die Feinde der russischen Regierung oder dem Zaren, dass das vielleicht nützlich sein könnte. So they allow 32 Russian citizens to pass through Germany. Und somit gestatten sie es 32 russischen Bürgern, Deutschland zu durchqueren. And amongst those 32, it's 30 plus Lenin and his wife, 32. Und unter diesen 32 befinden sich Lenin und seine Frau und noch 30 weitere. So we talk about this sealed train. Man spricht hier über diesen versiegelten Zug oder verblombten Zug. So I don't know if we're familiar with trucking. Ich weiß Trucks. jetzt nicht, ob uns so Trucking, what do you mean by that? Like container trucks. Also wie solche Verladezüge funktionieren oder Güterzüge funktionieren. When the container leaves the factory, they put a factory seal on it. Also Like a- wenn du jetzt so einen Seekontainer hast und der verlässt eine Firma, dann wird der verblombt It's like a tie wrap, if we know what a tie wrap und is. er wird versiegelt. So they tie wrap the doors closed and they seal them. Also da wird so ein Band um die Türen gemacht und dann wird das versiegelt. And no one knows what's inside except what the manifesto says. Und keiner weiß, was in dem Container ist, außer was auf den Papieren steht. So if you have 3 countries Wenn man nun 3 Länder hier hat and you want to go from country 1 to country 3 und du möchtest jetzt von Land 1 zu Land 3 gelangen, via country 2, und zwar durch Land 2, if you have the container here wenn du hier den Container hast and you put a seal upon it, und du versiegelst das, then when it passes through country 2, wenn es da durch Land 2 hindurchgeht, they cannot be held responsible for the contents of the container. da können sie nicht für den Inhalt des Containers garantieren oder dafür zur Verantwortung gezogen werden. Gets to its destination Es kommt an seinem Zielort an, and then they unseal dort wird er entsiegelt and you can see what's inside. und dann kannst du sehen, was drin ist. So the seal is broken at its destination. Das Siegel wird aufgebrochen wird an seinem Zielort aufgebrochen. And country 2 doesn't know what's inside. Und das Land 2 weiß nicht, was sich in dem Container befindet. So if they checked the contents and it was some illegal thing, Illegal oder legal? illegal, Also wenn sie das überprüfen und feststellen, da ist etwas Verbotenes drin, country 2 can't be blamed. dann kann das Land 2 dafür nicht angeschuldigt werden, The blame has to go to the origin. sondern die Schuld trifft das Ursprungsland. So that's what it means when it said it was a sealed train. Das bedeutet es, wenn es darum geht, dass es ein verblombter oder versiegelter Zug war. So this was a bit of a deception, of course, Das war hier die Abmachung oder eine Täuschung, because normally country 2 has no involvement in what goes into the package in country 1. denn normalerweise weiß Land 2 nicht, was Land 1 verpackt. But in this situation, In dieser Situation aber, country 2 ja, spoke to the people who put the contents in the package, sagt Land 2, Land 1 quasi, was sie in den Container reintun. and they knew what was inside, Sie wissen, was da drin ist, which obviously is not normally the case. was normalerweise ja nicht der Umstand ist.
So when you get to country 3 and they open it, Und wenn du dann zu Land 3 kommst und sie es öffnen, country 2 can say it wasn't us, it was a sealed train. dann kann Land 2 sagen, wir waren das nicht, der war ja versiegelt. So this is the train, the 32 people are inside and it's sealed. Also das hier soll der Zug sein, 32 Leute sitzen da drin und dieser Zug ist versiegelt. Which country did it get sealed in, Sister Catherine? In welchem Land wurde er denn versiegelt? 1, 2 or 3? Wurde er in Land 1, 2 oder 3 versiegelt? Good, it gets sealed in country 1. Also es wird in Land 1 versiegelt. And country 1 is which country? Und Land 1 ist welches Land? Switzerland. Switzerland. Es ist die Schweiz. They sealed the carriage in Switzerland, In der Schweiz werden die Wagen versiegelt. so Germany, number 2, can't be blamed about its contents when it gets to Russia, number 3. Damit Deutschland nicht für dessen Inhalt zur Verantwortung gezogen werden kann. Und in Land 3 wird es dann geöffnet. But it was all Russland. a scam. Huh? It was all a scam. It wasn't true. Scam. A trick. Das war aber alles eine Täuschung, Because Germany knew its contents. weil Deutschland ja die Insassen kannte. So that's what we meant when Das we haben- say Lenin was from Germany. Das haben wir damit gemeint, wenn wir gesagt haben, dass Lenin aus Deutschland kam. They have a common objective. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. So Lenin organized a plan with other dissidents to go through Germany. Lenin hat nun mit weiteren Rebellen den Plan ausgeheckt, durch Deutschland zu reisen. Germany's happy Deutschland stimmt dem überein, because they recognized that the dissidents would cause problems for the Tsarist government. weil sie feststellen können, dass die Rebellen dem Zaren in Russland Probleme bereiten werden. So any questions on that? So we're clear about what the German involvement was concerning Lenin. Gibt es da noch Fragen dazu oder ich hoffe, dass wir klarstellen konnten, welche Rolle Deutschland hier mit Lenin und dem Zar hatte? Did Germany arrange the train from Switzerland? Hat Deutschland den Zug bereitgestellt für Lenin in der Schweiz? I think in real life we would say that Lenin did that, Ich denke, im reellen Leben im wirklichen Leben würden wir sagen, dass das Lenin getan hat. but there's war, Aber es gibt ja Krieg and under normal circumstances, the Germans wouldn't have let a train pass through their country going into Russia. Aber unter normalen oder kriegsbedingten Umständen würde Deutschland ja keinen Zug einfach so nach Russland reisen lassen. Because the obvious thing would be there'd be weapons inside. Denn der offensichtliche Punkt wäre ja, es könnten ja Waffen drin sein. So this idea of a sealed train would be crazy. Und somit wäre ja diese Idee oder ja eines versiegelten Zuges verrückt. So they know what the contents is. Somit wissen sie, was sich in dem Zug befindet. So Lenin has already informed the German government of what he wants to do. Lenin muss also zuvor die deutsche Regierung kontaktiert haben und ihnen mitgeteilt haben, was er vorhat. So Germany agrees to the transit of the train. I don't think they organized it themselves. Und ich denke, dass Deutschland der Durchreise zugestimmt hat, sie aber nicht organisiert hat. So we made that connection. Also, we identified that history, the three entities, Germany, Russia and Lenin. Also wir haben diese Geschichte behandelt, wir haben Deutschland, Russland und Lenin nun identifiziert. And using the phrase that Elder Tess has used in the past, war on two fronts. Und wir nutzen hier den Ausdruck, den Tess auch schon häufiger benutzt hat, ein Zwei-Fronten-Krieg. But this isn't two fronts as in the east and the west. It's not that dynamic. Aber damit ist jetzt hier nicht gemeint ein Krieg im Osten und im Westen. This is civil war. Das ist ein Bürgerkrieg. We would call it a what? Der Bürgerkrieg, wie würden wir den nennen? We call it a revolution. Wir nennen es eine Revolution. But it's just civil war by another name. Aber es ist einfach, der Bürgerkrieg ist einfach nur ein anderer Name dafür. And they've got the war with Germany. Und dann gibt es ja noch den Krieg, der mit Deutschland am Laufen ist.
point that I want us to remember Den Punkt, den ich möchte, an den wir uns erinnern, is that Germany and Lenin are in agreement. ist, dass Deutschland und Lenin einer Meinung sind. They have the same objective, Sie haben das gleiche Ziel. but they're enemies. Ha? But Aber sie sind Feinde. They're not friends. Sie sind keine Freunde. And I think there's a lot of confusion on this, both in the media and perhaps in our movement. Und ich denke, da gibt es viel Verwirrung drüber, wahrscheinlich in den Medien und wahrscheinlich auch in unserer Bewegung. What's their common plan? Was ist denn Ihr gemeinsamer Plan? To overthrow the establishment. Die Oberklasse zu beseitigen. The establishment is the Tsarist government. Und die Oberklasse ist der Zar. But they're enemies. Aber sie sind Feinde. Germany wants to destroy Russia. Deutschland möchte Russland vernichten. Lenin wants to Und Lenin möchte. make Russia great. Und Lenin möchte Russland groß machen. You take that story. Nehmen wir mal diese Geschichte. This is not the whole story of the First World War, obviously. It's only a very small point in that whole episode. Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, sondern das ist nur ein ganz kleiner Auszug. And then we come to our time. Und jetzt kommen wir zu unserer Zeit. Our time, we have Russia, the USA, and Donald Trump. In unserer Zeit haben wir Russland, die Vereinigten Staaten und Trump. And things flip. They twist the other way. Und jetzt verändern sich hier die Angelegenheiten. That's important to see. Das ist das, was wichtig ist. So in the First World War, Im Ersten Weltkrieg the King of the South. haben wir den König des Südens. In the Third World War, it's the King of the North. Und im Dritten Weltkrieg ist es der König des Nordens. For this story, 1918, 2019. In dieser Geschichte hier 1918 und 2019. So that's why we've got two pointing to Russia and then two pointing to the USA. Deswegen haben wir zwei, die sich auf Russland beziehen und zwei auf die Vereinigten Staaten. Sister Suellen, do you want to have a go? Well, okay, so the United States is at war with Russia Also die Vereinigten Staaten befinden sich in einem Krieg mit Russland, in Syria, und zwar in Syrien. not Russia. just in general, okay, and because they're enemies Weil sie sind ja Feinde traditionally. And aus der Vergangenheit heraus. And Russia wants to, because they're enemies, Russia wants to destroy the United States. Und da sie ja Feinde sind, will Russland die Vereinigten Staaten zerstören. And Donald Trump comes upon the scene, Und dann kommt Donald Trump auf die Bühne. and he wants to change the establishment in the United States. Und er möchte die Oberklasse in den Vereinigten Staaten, die Elite, He verändern. wants to overthrow it and Er möchte sie abschaffen. make America great again, and he thinks to do that he needs to overthrow the establishment. Und er möchte Amerika wieder groß machen. Und dafür muss er die Oberklasse beseitigen. And that happens to be the same goal that Russia would like to see. Und das ist wohl das gleiche Ziel, was Russland hat. So Russia does what it can to support President Trump. Und Russland tut nun das, was es kann, um Präsident Trump zu unterstützen, To be elected as the president. damit er zum Präsidenten gewählt wird.
So effectively, they're supporting and sending Trump into the United States for the purposes of overthrowing the establishment. Also, oder anders gesagt, sie senden Trump in die Vereinigten Staaten, um die Oberklasse eben zu beseitigen. There's one more part. Es gibt aber noch einen Teil. They both agree. Beide stimmen übereinander ein. You've told us that part. Den Teil hast du uns gesagt. And they disagree. Aber sie sind auch unterschiedlicher Meinung. Yeah, because President Trump is really patriotic, and his whole idea is to make America great again. Präsident Trump ist ziemlich patriotisch und seine ganze Vorstellung ist, dass er Amerika wieder groß machen möchte. By overthrowing the establishment. Indem er das Establishment abschafft. So he understands that Russia is an enemy, and he's not really friends with Also them. er versteht, dass Russland ihr Feind ist und er ist somit nicht wirklich ihr Freund. Good. Is everybody okay? I would just have a question. Do we have a second witness to that? Haben wir einen zweiten Zeugen dazu? A second witness. What do you say? What do you mean a second witness? This would be the first witness. Do we have a second witness for that? That Trump is... What we are discussing, that Trump is the enemy of Russia? Or do we not need a second witness for that? well, if you want the primary witness, it's Daniel 11 verse 40. Also der erste Zeuge wäre Daniel 11, Vers 40. Then you have the Pirate Wars, Second World War. There's multiple lines. Also es gibt verschiedene Linien dazu. We start off with the principle that America and Russia are enemies. Also wir fangen mit dem Prinzip an, dass Amerika und Russland Feinde sind. If you're okay at that level. Ich hoffe, dass das klar ist. So that would be your first witness. Das wäre also dein erster Zeuge. Then we'll have a couple of more. We've got for sure a couple more. Dann haben wir auf jeden Fall noch einige weitere. This is about the third or fourth witness that we've got so far. Das wäre bis zu diesem Punkt hier der dritte oder vierte Zeuge schon. This is not a primary study. Das ist hier kein Hauptstudium. It's at least a tertiary study. Das ist hier das dritte Studium. We're many layers down. Wir sind schon auf einer Ebene sehr weit unten. So we're not in the position of assuming things. Wir sind hier nicht mehr an dem Standpunkt, dass wir Dinge annehmen. You would do this study knowing things. Dieses Studium macht man, wenn du gewisse Dinge bereits weißt. We know the king of the north and the king of the south fight. Wir wissen, dass der König des Nordens und der König des Südens am Kämpfen sind. That's what the Bible says. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Then we ascertain who those two powers are. Und dann legen wir fest, wer diese beiden Mächte sind. We do that through a number of stories. Das machen wir durch verschiedene Geschichten. And then we get to this one. Und dann kommen wir zu dieser hier. It's many layers. Und das sind schon verschiedene Ebenen. It says the same thing. Es sagt immer wieder das Gleiche. At the most basic level, Und auf der grundlegendsten Ebene this is Germany and Russia. haben wir Russland und Deutschland. And we should have already established who Germany and Russia was in the previous study. Und in einem vorangegangenen Studium hätten wir schon längst festlegen sollen, wer Russland und Deutschland darstellt. And so when we come to this story, Und wenn wir nun zu dieser Geschichte hier kommen, this is not a first testimony to prove things. da ist das hier nicht der erste Zeuge, um Dinge zu beweisen. What's the purpose of this study, Was ist denn der Grund oder Sinn und Zweck von diesem Studium? Sister Kathy? It's not to prove America and Russia. Hier ist der Beweis nicht Amerika und Russland, Make application. eine Anwendung zu machen. No, we're already making application. Nein, wir machen ja schon eine Anwendung. That's why we're doing this. Deswegen machen wir das ja. What is this study? What's the purpose of this study? Was ist denn der Sinn und Zweck dieses Studiums? To connect to the viruses. Die beiden Virusse miteinander in Verbindung zu bringen. So the purpose of this study
Das Grund dieser Studien, there's not just one, also da gibt es nicht nur einen Grund, but when we started speaking about this, when we Aber- say this study, als wir anfingen über diese Thematik zu sprechen, this is just giving detail dann gibt uns das lediglich Details of a study that we already are certain is correct. zu einem Studium, von dem wir bereits sicher wissen, dass es richtig ist. We have a high-level study Wir haben ein Studium, das sehr an der Oberfläche ist, also sehr grundlegend ist. It begins Es fängt an, with a war between two parties. es fängt mit einem Krieg zwischen zwei Parteien an. Who are they? Wer sind denn diese? Papacy, Das Papsttum Soviet Union. und die Sowjetunion. That's where we begin. Can you write that down? Da fängt es an. Papacy and the USSR. Also Papsttum und die Sowjetunion. Then we make it the USA and the USSR. Und dann machen wir daraus die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. And I want to remind everybody, Und ich möchte euch daran erinnern, both in this movement and those who follow FFA, und zwar jene, die hier in der Bewegung sind und jene, die FFA nachfolgen, so they're all clear. dass es hier wirklich deutlich ist. FFA no longer believe this step. FFA glaubt nicht mehr diesen Schritt hier. They do not believe Sie glauben nicht mehr, in this modeling. sie glauben nicht mehr an dieses Modell. King of the North, King of the South. Glauben nicht mehr an König des Nordens und König des Südens. They agree with this, they don't agree with this. Mit dem oberen stimmen sie überein, mit dem unteren nicht mehr. They believe that they were deceived Sie glauben, dass sie getäuscht wurden. into accepting that the USA is the King of the North. Sie glauben, dass sie getäuscht wurden in der Annahme oder in dem Glauben, dass die Vereinigten Staaten der König des Nordens sind. This is not a study on that subject. Das ist jetzt hier kein Studium über dieses Thema. Just want to make sure we're aware of that. Und ich wollte einfach nur sicher gehen, dass wir das wissen. So, what's the next one that goes down? Was ist jetzt nun der nächste Schritt, der hier eine Ebene tiefer geht? Good. USA, Russland. 2016. Das ist im Jahr 2016. Can I ask a short question? So the second step where they don't believe anymore, but that's Daniel 11:40, isn't it? That's Daniel 11 verse 40. Ah, okay. Daniel 11 verse 40. The King of the North Also das oberste ist Daniel 11, Vers 40, der Nordkönig. uses Military and economical strength. military and economic power of the United States to defeat its enemy. Also der König des Nordens oder das Papsttum nutzt die Vereinigten Staaten, um die UdSSR zu zerstören. So this is 2016, Also hier haben wir 2016 the study that Brother Chowatu did, das Chauatu getan hat, where we recognize that Russia is the king of the south. wo wir festgestellt haben, dass Russland der König des Südens ist. So we've already got 3 witnesses here, Wir haben hier bereits schon 3 Zeugen. and then we can, then what will we do? We'll do Second World War. Was machen wir dann? Then what will it be? Da Brother gehen wir Jim? zum Zweiten Weltkrieg. Germany and Russia. Excellent. Dann ist es Deutschland und Russland. It's not quite the step that Elder Tess took. Das ist nicht ganz den Schritt, den Tess getan hat, She went to the pirate wars sondern sie ist erst zu den pyrrhischen Kriegen gegangen, to establish this. um das festzustellen. Second World War. Aber hier ist das der Zweite Weltkrieg. Then Dann First World War. haben wir den Ersten Weltkrieg. So we're at least to our 4th witness. Also hier haben wir schon den fifth. 1, 2, 3,
fifth, sorry, schon den 5. Zeugen. and we've skipped Und hier Pyrrhus, haben wir Pyrrhus übersprungen. which we'll call one. It probably is more than one, I think. Wir nennen das jetzt hier einfach mal als einen Zeugen, aber das sind wahrscheinlich mehrere Geschichten. So we've got 6 witnesses. Wir haben hier also mindestens 6 Zeugen. We're in this war here, Und jetzt sind wir in diesem Krieg hier. First World War, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. and we've just taken one teeny event, Und daraus nehmen wir jetzt einfach nur ein winziges Ereignis, the Brest-Litovsk Treaty. den Friedensvertrag in Brest-Litovsk. Depending on your perspective, it's relatively minor, Es kommt jetzt nun auf die Perspektive drauf an, ist der eigentlich nicht sehr wichtig, but when you take cause and effect, it becomes quite significant. aber wenn man nach der Ursache und nach der Auswirkung sucht, dann kann das schon wichtig werden. Sister Catherine, what's the famous one? Welcher ist denn nun der berühmte Friedensvertrag? Tree. Treaty of... Can't remember the name, do you remember the year? Kannst du dich an das Jahr erinnern? No, Brother Jim. Year and treaty. 2019, in 1919, and it was Versailles. Es war im Jahr 1919 und es war in Versailles. That's the famous one. Das ist der berühmte Friedensvertrag. We've just taken this one, Wir haben diesen hier genommen and I'm guessing, und ich nehme an, oder ich The- rate mal, depending on... I'm going to guess that everyone in this room had never heard of this ich, before, ich nehme jetzt einfach mal an, dass niemand hier schon zuvor davon gehört hat. except maybe one who was a history buff, who was interested in history. Außer vielleicht einem, der in Geschichte interessiert ist. So we've taken a relatively minor treaty that no one's really heard of, Also wir nehmen hier eigentlich einen Friedensvertrag, der nicht bekannt ist, and we just focused on it. und auf den haben wir uns jetzt fokussiert. And we got this model here, Und daraus haben wir dieses Modell bekommen. if we're okay with that. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist für uns. So hopefully that answers the question, Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet, that I don't have to provide a secondary witness because we're already at number 6. dass ich dafür jetzt keinen zweiten Zeugen bringen muss, weil wir ja schon eigentlich beim 6. Zeugen sind. Purpose, Sister Kathy? Der Sinn und Zweck ist mehr Details aufzuzeigen. Details. Russia and the USA are fighting. Russland und die Vereinigten Staaten kämpfen It's easy, und das ist einfach zu erkennen. just fighting. Sie kämpfen. But, Aber your microphone, why is there so much confusion? warum gibt es da so viele Verwirrung? Is President Donald Trump a good person or a bad person? Ist Donald Trump nun eine gute Person oder eine schlechte? Brother Jim, is he good or bad? Jim, ist der gut oder schlecht? Maybe neutral. He's neutral. Er ist neutral. Sister Catherine? Good intentions. Sorry? He has good intentions. He's good. Er hat gute Intentionen. Doesn't that depend on your perspective? Kommt das nicht auf deine Perspektive drauf an? You know the study we're doing? Kennst du denn die Geschichte, die wir hier tun? So you know our perspective? Dann kennst du auch unsere Perspektive. Is he good or bad? Ist er jetzt nun gut oder ist er schlecht? I guess I think he's bad. Bad. Ich denke, er ist schlecht. Can I change mine? Sure. Yeah. Good. Also ich sage doch gut. Sister Kathy, can you manage? Can you get it out? You have to cough first. Clear your throat. Yes, clear my throat. Good or bad? It depends. You know the study we're Es kommt doing. drauf an, Ja. aber du kennst ja das Studium, was wir hier machen. Trying to tell Americans. Yeah, I think he's bad. Ich denke, dass er schlecht ist. He's a bad person in this story. Also er ist eine schlechte Person in the in der story, Geschichte. We're doing the story. Okay, Also wir- okay. Wir halten uns hier an die Geschichte. Yes, he wants to make America great. Ja, er möchte Amerika Good or wieder bad? groß machen. Ist das gut oder schlecht? In the story,
You have to add that bit. Yes, yes, It's good. yes. Also das ist doch gut. Can you go with that? Depends if you're on the side of Germany or Russia. Oh, we knew that. So, It's whose side are you on? me. What did you say? Whose side? It depends on if you're on the side of, for the literary history, depends if you're on the side of Germany or Russia. No, Germany's not in this story. This is America. Yeah, I was speaking on Lenin in the first Yeah, but world. we're here. Yeah, Why okay. is this Donald Depends Trump? on if you're for America or if you're for Russia. Who are you for? Depends of what I want. What do you want? Neither. What was your answer? He had good intentions. He's good. Also er ist gut, er hat gute Vorhaben. He's defending his country. Er tut sein Land verteidigen. He must be good in that perspective. In dieser Perspektive muss er gut sein. This is a war, Das hier ist ein Krieg and he's an American. und er ist ein Amerikaner Therefore, he must be good if he's defending America. und deswegen muss er ja gut sein, wenn er Amerika verteidigen will. Go on then. But at the same time, he wants to destroy America. No. That's what Lenin did. He wanted to get rid of the Tsar, He wanted to get rid of the swamp. That's what Trump said, not what Lenin said. Okay, he said the Tsar. So did he bring good to the Russian people? I'm talking on Lenin. Did he bring good or evil to the Russian people? That's not our story. But that was his intention. That's why he wanted to get rid of the establishment. His intention was to make Russia great, because Russia was a mess. On the bloods of millions of people. So Can we add that to he wants to make Russia great again? that's the after effects. His intentions were all good, which makes him good. Not so sure if I agree on that, but that's okay. Okay, so are we okay at that basic level now? We can get that history and parallel it. Also wir können hier diese Geschichte parallel stellen. Trump is more of a complicated person than we at first perhaps imagine. Trump ist eine etwas kompliziertere Person, wie wir das vielleicht ursprünglich angenommen haben. Is he a Russian agent? Ist er denn ein russischer Agent? No. Nein. Is Russia bribing him? Schmiert Russland ihn? No. Nein. A lot of these stories are not accurate the way that they're portrayed. Und viele Geschichten sind einfach nicht akkurat, wie sie dargestellt werden oder wie man sie anschaut. And I'm basing that Und ich basiere das, not on what we hear, but on this model here. und zwar auf dieses Modell hier, We can do that. dass wir das tun können. So there are some things that we can learn. Es gibt einige Dinge, die wir lernen können. Oh, let me ask another question. Lasst mich eine andere Frage stellen. Germany wants to do what? Deutschland hat was für ein Vorhaben? Destroy Russia. Sie wollen Russland zerstören. I don't know what we're going to call the person who runs Germany. Ich weiß jetzt nur nicht, wer Deutschland hier regiert. What would his title be? Wer in ist denn this sein history? Titel in dieser Geschichte? Kaiser? Ja. Yeah? So the Kaiser, Der Kaiser. where does he live? Wo lebt er denn? What city? In Spa. Spa. Also er lebt in Spa. So does he want to move to Moscow? Möchte er nach Moskau ziehen? No. Nein. So what does taking over Russia even mean? Was bedeutet denn Russland zu erobern überhaupt? Is everybody queuing up saying we want to move to Russia? It's a nicer place than Germany. Sagt denn hier irgendjemand, wir wollen alle nach Russland ziehen, dort ist es schöner wie hier in Deutschland? And besides, what did they do with all those Russians? Was machen sie überhaupt mit den ganzen Russen? Not just about to kill every Russian that exists. Sie werden ja nicht einfach jeden Russen töten, der lebt. So what does it mean to even defeat Russia? Was bedeutet das überhaupt, Russland zu
zu erobern oder zu besiegen. What would they do? Was wollen sie denn da? How would you what would the defeat of Russia look like? Wie sieht denn der Sieg über Russland aus? It's not like it's the glorious land. I don't mean in prophetically. It's not like this glorious place better than Germany. Ich sage das jetzt nicht im prophetischen Sinne. Es ist ja nicht dieses herrliche Land, das einfach besser ist wie Deutschland. And all the Germans are queuing up saying we're going to go to the promised land. Wo jetzt dann die ganzen Deutschen alle sagen, oh, wir gehen ins verheißene Land. I don't know what percentage, but half of it's Siberia. Ich weiß jetzt nicht, wie die Prozentzahl aussieht, aber die Hälfte davon ist ja Sibirien. No one wants to go there. Da will ja keiner hin. So what does the defeat of Russia even mean? Was bedeutet denn dieser Sieg über Russland? So I'm not saying we're going to directly answer it, but just something to think about. What does it mean if they had won or lost? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir diese Frage direkt beantworten werden, aber es ist wert, darüber nachzudenken, was es überhaupt bedeutet, wenn sie gewonnen hätten oder wenn sie verlieren. We kind of know. In einer gewissen Art wissen wir das. Jump a war. Springen wir Krieg nach vorne, Second World War. und zwar in den Zweiten Weltkrieg. Now Germany is a nice country, Deutschland ist ein schönes Land, but Winston Churchill doesn't want to move there. aber Winston Churchill möchte nicht nach Deutschland ziehen. The President of the United States prefers Washington than Berlin. Der Präsident der Vereinigten Staaten zieht Washington Berlin vor. So what does it mean to beat Germany? Was bedeutet es jetzt also, Deutschland zu schlagen? They didn't want to divide. The division of Germany was a kind of a different issue. That was the deal that they cut. Die Teilung Deutschlands war ein anderes Thema. Das war ein Handel, der ausgetragen wurde. What did they end up doing with Germany? Was haben sie denn mit Deutschland schlussendlich getan? Put it simply, Sagen wir es einfach. I suggest Ich sage, that the West dass der Westen basically put in a nice, gentle, easygoing government in Germany, in Deutschland eine einfache, freundliche Regierung aufgebaut hat, who just do what they're told, die einfach nur das machen, was ihnen gesagt wird. or at least be nice. Aber sie sind zumindest freundlich. That's what it means to win a war. Das bedeutet es doch, wenn man einen Krieg gewinnt. So if Germany had beat Russia, Wenn Deutschland Russland geschlagen hätte, they would have just put some dummy government there, some puppet government, dann hätten sie doch einfach nur eine Marionettenregierung installiert. the Germans would have stayed in Germany and the Russians would have stayed in Russia. Die Deutschen wären in Deutschland geblieben und die Russen wären in Russland geblieben. It would have become, say, like a province of Germany. Und es wäre vielleicht eine Provinz Deutschlands geworden. So when we come to our history, Kommen wir aber nun zu unserer Geschichte. where does Putin want to live? Sorry? Putin. What is with him? Where does he want to live? Wo will denn Putin leben? Moscow or Washington? In Moskau oder in Washington? I think he likes Moscow pretty much. Ich denke, dass Moskau ihm ziemlich gut gefällt. So if they want to defeat the United States, Wenn sie nun die Vereinigten Staaten schlagen wollen, it's not like they're going to go and kill all the Americans and move to their country. dann bedeutet es ja nicht, dass sie alle Amerikaner töten und dort leben wollen. They just what would it look like? Wie würde das denn aussehen? They take over the government Sie wollen die Regierung übernehmen. and they put in whom? In Und its wen, place. und wen wollen sie denn dann dahinsetzen oder an die Stelle bringen? No, it's not Donald Trump. Nein, es ist nicht Donald Trump, It's the establishment they're getting rid of. sondern sie wollen von dem you Establishment, mean? von der Oberklasse Yeah, wegkommen. they put Donald Trump in their place. Also sie haben Donald Trump an diese Stelle gebracht. Who's a okay? Also das habe ich gemeint. They put a puppet government in. Sie installieren eine Marionettenregierung. They're not going to go and you're not going to have all these shiploads of Russians moving to America. Es wird keine Menschenmassen geben, die nach Amerika transportiert werden. So I want us to always remember when we talk about these wars and
loss or defeat or success, Ich möchte, dass wir uns daran erinnern, wenn wir über Erfolge, Niederlagen oder Siege sprechen, was das eigentlich bedeutet. it's about the government that's getting replaced. It's not about moving people geographically. Es geht nicht darum, dass das Volk geografisch bewegt wird, sondern es geht darum, dass Regierungen ersetzt werden. So, we're here, Wir sind also hier 2019, im Jahr 2019. and if we factor in Und wenn wir jetzt nun einkalkulieren, the impeachment, wenn wir nun das Amtsenthebungsverfahren einkalkulieren, has the establishment been overthrown? wie wird denn da das Etablissement beiseite geschafft? If we just say this one thing, not 100%, Und zwar nicht hundertprozentig, but just I don't know how to say it. Let's just say, has it been overthrown to a degree? sagen wir es so, wurde das Etablissement zu einem gewissen Grade abgeschafft. Yes. Ja, The White House das Weiße Haus is now doing things tut nun Dinge, that it never knew it could do. von denen es sich nie bewusst war, dass es tun könnte. It's like, these cartoons Das ist hier wie als Beispiel Cartoons, where this man, wo wir einen Mann haben scientist, oder einen Wissenschaftler, gets bitten by a radioactive spider. der von einer radioaktiven Spinne gebissen wird And then the next day, und am nächsten Tag, suddenly realized he has powers that he never knew he had. da realisiert er auf einmal, dass er eine Macht hat, von der er nie wusste, dass er sie gehabt hat. And that's like the White House now. Und so ist es auch mit dem Weißen Haus heute. They had the powers before, but they didn't realize them. Sie hatten diese Macht schon zuvor, aber sie war ihnen nicht bewusst. The impeachment, Das Amtsenthebungsverfahren, or lack of impeachment, depending on how you view it, da, or the lack of the impeachment, its failure, oder der Fehlschlag des Amtenthebungsverfahrens, he's fundamentally changed the landscape of the US government. hat die Landschaft der amerikanischen Regierung grundlegend verändert. We could say Wir könnten auch sagen, that the establishment really has been overthrown, dass das Etablissement wirklich abgeschafft wurde at least severely wounded. oder zumindest ernsthaft verletzt wurde oder ja. People are unwilling to admit it, but it's mortally wounded. Menschen möchten das nicht zugeben, aber es wurde sehr lebensbedrohlich verletzt. Overthrown by the executive branch, Sorry? the White House? Are you saying that it's overthrown by, the establishment is overthrown by the executive branch? Sagst du also, dass das Etablissement vom Weißen Haus which is the überwältigt wurde? Yes. Yes. And who did that? Wer hat das denn jetzt gemacht? Russia Russland and Trump und Trump. together. That was their objective. Russland und Trump haben das gemeinsam gemacht. But Russia didn't really do it, Aber Russland hat das nicht wirklich gemacht, just like Germany didn't really do it. genauso wie Deutschland nicht wirklich etwas getan They hat. just aid and abet. Sie haben einfach nur geholfen. That's why there's so much argument about how much influence Russia had or didn't have in the elections. Und deswegen gibt es ja so viele Diskussionen darüber, wie viel Einfluss Russland in der letzten Wahl hatte oder nicht. It's intellectually easy to say no. They didn't, Es ist intellektuell sehr einfach zu sagen, dass sie keinen Einfluss hatten, because the evidence isn't there. weil die Beweise dafür nicht da sind. Why is there evidence? Why is there no evidence? Warum gibt es denn keine Beweise? Because the train was sealed. Weil der Zug ja versiegelt war. They didn't put some German things in there. Sie haben ja keine deutschen Sachen da reingelegt in den Zug. When they opened it, said, "Oh, look, some German things got in here, so we know it was Germany." Und die damals konnten ja nicht sagen, oh, guck mal, hier ist ein deutsches Gut, das müssen Deutsche reingelegt haben.
Putin can honestly say, if that's, you can connect that with him, Und wenn man das nun mit Putin verbindet, dann kann er ehrlich sagen, I didn't do anything. dass ich nichts getan habe. So you could say that's true. Man könnte also sagen, dass das wahr ist. It was a sealed train. Es ist ja ein versiegelter Zug gewesen. It's not finished, but the establishment has been overthrown. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber das Establishment ist gefallen. The destruction of the United States Die Zerstörung der Vereinigten Staaten is not Putin moving his capital. bedeutet nicht, dass Putin seine Hauptstadt verlegt. It's not like the Medes and Persians. Das ist nicht wie bei den Medern und Persern. It doesn't work that way. So funktioniert es nicht. So just as long as we understand that, Und ich möchte, dass wir das verstehen. and when we say Panium, Wenn wir nun Panium sagen, the United States will eventually win, wo die Vereinigten Staaten womöglich gewinnen werden, which is a different story. was nun eine andere Geschichte ist, Donald Trump is not going to move to Moscow. da wird Donald Trump nicht nach Moskau umziehen. He prefers the White House. Er zieht nämlich das Weiße Haus vor. So we need to remember that. Wir müssen uns daran erinnern. So there's another thing that's going on. Es gibt noch eine weitere Sache, die hier passiert. Sister Sue Ellen's mentioned it 2-3 times now. Sue Ellen hat es jetzt schon 2-3 Mal erwähnt. What is that? Was ist denn das? You mention it and I say no. I mentioned it before. 2 or 3 times. I keep on. And what was it about? When we talk to this, I say Russia, United States, and Na, what did she say? was hat sie gesagt? Syria. Good. Sie hat Syrien immer erwähnt. So this peace treaty, Dieser Friedensvertrag, it's not just Germany saying to Russia, peace. geht jetzt nicht nur darum, dass Deutschland zu Russland sagt, lasst uns Frieden haben. What is that? What's the dynamic? Wie sieht denn hier was sind hier die Umstände? Who is the aggressor? Wer ist denn der Aggressor? Who's the aggressor? Which one? Wer von beiden ist das denn? Germany. Deutschland. They're saying to Russia, Sie sagen zu Russland, which Russia? zu welchem Russland denn? This is Bolshevik Russia Sie now. sagen dem bolschewistischen Russland, They've got at knife point, sie zeigen dir oder halten ein Schwert vor They're saying- deine Brust. we're going to kill you. Wir werden dich töten. Bolshevik Russia. Wir werden euch bolschewistisches Russland töten. They're not even standing up on their own 2 feet properly yet. Das bolschewistische Russland steht ja noch nicht mal wirklich auf eigenen Beinen. And they're not even worried about Germany. Und sie kümmern sich ja noch nicht mal über Russland. So they don't want to fight. Also wollen sie nicht mal wirklich kämpfen. Germany is the bully. Deutschland ist hier das Schwergewicht. Russia, what do we call that in the bully and what the other word you call it? I was going to say that, but I didn't know if it was sounding bad. that's what I was going to. The weak one. We'll call it the wimp. What about David and Goliath? I don't want to. We could say there was Goliath, but I don't want to put morality that who's good and who's bad, because all these people are all bad. But they got the bully and the victim. Also wir haben hier das Schwergewicht und das Leichtgewicht. How does that dynamic work, Sister Catherine? Since you've been in so many playgrounds. It's cool, I know. I'm the bully, and I'm just going to say, You saying this word now that often? What does bully mean? oh, bully means when you're at school, Also Bully, also dieser Ausdruck bedeutet, du bist an der Schule, in der in the Schule, playground, auf dem Spielplatz. and this person, he's normally big, he comes up and he's going to bully the people. He's going to do things to the weak ones, pick Also on people. da ist dieser Junge, der hier groß und kräftig ist und er macht jetzt gewisse Dinge mit den anderen Kindern. You must have a word for that. Und dafür müssen wir jetzt ein Wort haben. Even Germany has bullies. We probably do have, but probably others would know it, but I don't have the word for it. Okay, I'm the bully, you're the victim. Also ich bin jetzt hier der
Platzhirsch und du bist das Opfer. I'm going to come to you Und dann komme ich zu dir, when the teachers aren't looking, wenn die Lehrer nicht schauen. and I'm going to do this. Und dann werde ich dir eine verpassen. And what are you going to do? Was machst du? Nothing. Or you'll do something. Nichts, nein, ich mache etwas. What do I want? Was will ich denn von dir? My There you go. Ich möchte mein Mittagessen. A bad education. Obviously a good one. Because the rest of us were in the schoolyard, so we know how it works. So, I'm the bully, you're the victim, and I'm going to say, give me, Also ich bin ja der Platzhirsch, du bist I want your mein lunch money. Opfer und ich will jetzt dein Mittagessen. Okay, so Germany is the aggressor against Russia and say, we'll go at peace with you, we won't hit you if you give us something. Also Deutschland ist hier der Aggressor und sagt, wir machen mit euch Frieden, wenn ihr uns etwas gebt. So now perhaps we don't know the history as well. Und vielleicht kennen wir jetzt die Geschichte nicht gut genug. What do they want? Was wollen sie denn? What does Germany want? Was will denn Deutschland? I fell asleep yesterday when I was reading it, so Even if you don't know the names. also wenn du vielleicht auch die Namen nicht kennst, no, I don't know it. Probably oil. Not oil. Kein Öl. What's the phrase? Sorry? Territory. Sie wollen Gebiete haben. We call it the spheres of influence. Sie wollen Einflussgebiete. So, in the treaty, Im Friedensvertrag Russia surrendered the Baltic states to Germany. hat, remember, hat Russland die baltischen Staaten dem Einflussgebiet Deutschland überlassen. So the homework is Und die Hausaufgabe ist nun, find out what the Baltic states were. jetzt findet heraus, was die baltischen Staaten sind. They handed something over. Sie haben etwas überreicht And this is what Sister Suellen wanted to keep on bringing into this story. And I didn't let her. und das war das, was Suellen die ganze Zeit mit in die Geschichte einbringen wollte und ich habe es ihr nicht zugelassen, Because it's another layer. weil das eine weitere Ebene ist. The Baltic states, Hier geht es um die baltischen Staaten, spheres of influence. Einflussgebiete. Sister Suellen, what goes here? Was kommt dahin? Hier haben wir Syrien. It's more than the Baltic states. Yes. It's even Finland as well. Just remember it. So do some research. Also sucht das mal in eurer eigenen Zeit. And also you want to do some research because it's not just Germany. Und dann sucht noch weiter, denn es ist auch nicht nur Deutschland. They're called the Central Powers. Es geht nämlich um die zentralen Mächte, die Mittelmächte. So the Central Powers are together. Die Mittelmächte sind hier an einem Tisch. We've just said Russia. Germany. Und wir haben ja jetzt hier nur Deutschland erwähnt. They're a bully. Sie sind das Schwergewicht Russia is weak. oder der Platzhirsch und Russland ist schwach. Sister Kathy, what Russia is this? Welches Russland ist das hier? The Bolshevik. This is the Bolshevik Russia. Es ist das bolschewistische Russland. It's a baby, a child. Es ist ein Kind, ein Neugeborenes. They don't want to fight. Sie wollen nicht kämpfen. Germany's going to bully them. Und Deutschland nutzt das aus. They say, if you want peace, give us something. Wenn ihr Frieden haben wollt, dann gebt uns etwas. They hand over the Baltic states, Und dann haben sie die baltischen Staaten ausgehändigt. plus something else. Und noch mehr. And that's what's happening in this history. Und genau das haben wir in dieser Geschichte hier. They want peace, Sie wollen Frieden something has to be handed over. und somit muss etwas überreicht werden. Okay? So, we just added a bit more information Wir haben jetzt einfach noch ein bisschen mehr Informationen to our story of 2019 unserer Geschichte von 2019 hinzugefügt, when you consider the Brest-Litovsk Treaty. wenn man über den Vertrag von Brest-Litovsk nachdenkt.
Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask and pray that you would guide, direct, and bless us. Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest und segnest. Help us to have a clearer understanding of these stories. Hilf uns, dass wir ein klareres Verständnis von diesen Geschichten haben. We thank you, Lord, Wir danken dir, Herr, that even in this small little detail, dass selbst in diesen Details we can learn much about you, wir viel über dich lernen können, ourselves, uns selbst and the history in which we're now living. und die Geschichte, in der wir jetzt leben. Prophecy is being fulfilled. Prophetie erfüllt sich, May we recognize it mögen wir es erkennen and allow it to change us. und ihr es gestatten, uns zu verändern. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.